Gut, die geopolitische Lage hat sich massiv verschlechtert. Wir haben viel über die Zeitenwende geredet und die Zeitenwende ist jetzt da. Man merkt langsam, dass die Welt nicht mehr so wird, wie sie vorher war. Ja, wir haben natürlich gesehen, dass es gerade im Ukraine-Krieg oder eine disruptive Entwicklung war im Bereich Drohnen. Drohnen ist einerseits ein Sensor, ganz ein wichtiger Sensor, und andererseits ist es immer mehr auch zum Effektor geworden. Die Ukraine hat das sehr eindrücklich gezeigt. Am Anfang waren sie militärisch unterlegen gewesen, aber vor allem mit Hilfe von sogenannten First-Person-View-Drohnen haben sie den Nachteil wettmachen. Eines der Ziele, die wir haben, ist, wir wollen nicht nur Drohnen selber entwickeln oder einen grossen Teil von einer Drohne selber entwickeln, sondern wir wollen ein Ökosystem aufbauen. Das heisst, wir wollen die Industrie einbeziehen in die Entwicklung der Drohnen. Wieso hat eigentlich die Schweizer Armee keine Schweizer Drohnen? Wie bringen wir die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die Drohnen uns bieten, am schnellsten und am besten zu der Armee? Und das zweite Ziel, ja, wenn wir die Drohnen haben, wie können wir möglichst viel von diesen Bestandteilen aus der Drohne in der Schweiz selber machen? Wenn wir möglichst rasch Resultate haben können, die nachher auch in die Truppen gehen, dass wir möglichst schnell wieder Erfahrungen sammeln können. Ich glaube, generell können wir sagen, die Schweiz und speziell die ETH Zürich und auch die EPFL sind weltweit von den führenden Hochschulen im Bereich Robotik, speziell die neuen autonomen Systeme. Das sind ganz spezifisch auch Drohnen, wo die Schweiz in den Pionierzeiten der letzten 20 Jahre sehr viel beigetragen hat und immer noch viel beiträgt. Ja, wir versuchen natürlich, die Komponenten oder Kompetenzen, die die Schweizer Industrie hat, einzusetzen und sagen, mit die Sachen, die es schon gibt, zu stärken für Entwicklungen von dem Drohnensystem, das wir uns zukünftig vorstellen. Ich bin gerade ein bisschen stolz, auch zu sagen, dass die Schweiz führend ist in Drohnentechnologie. Das ist einerseits an der Hochschule, aber auch was unsere Start-ups, also kleine Firmen haben, die auch im Ausland sich sehr gut verkaufen. Also wir sind extrem überrascht gewesen, wie gross das Interesse insbesondere von den Start-ups und von den KMUs ist. Wir haben nicht mit dieser Grössenordnung von Interesse eigentlich gerechnet. Was wir sicher erreicht haben, ist, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Industrie anfangen zu etablieren. Wir können einmal unsere Vision und unsere Absicht zu Papier bringen. Ich bin der Meinung, wir wissen, was wir haben. Wir wissen, wann wir wie weit sein sollten. Und jetzt kommt natürlich die grosse Herausforderung, das auch entsprechend umzusetzen. Und das umzusetzen in einem Tempo, das Schritt halten mit der technologischen Entwicklung. Ich glaube, wir haben sehr viel Wissen in diesem Bereich. Wir können auch sehr viel gut abschätzen, was ist in Zukunft möglich, was ist in 20 Jahren, in 10 Jahren, in 5 Jahren möglich mit so Drohnen und wo ist die Entwicklung weiter. Ja, die Schweiz ist eine von den Nationen, die führend ist. Man sagt dem ja auch Home of Drones. Es ist wichtig für mich, dass wir das Know-how, das wir haben, in der Schweiz behalten können. Wir haben leider schon Anzeichen, dass wesentliches Know-how abfließt ins Ausland. Und was weg ist, ist weg und das werden wir nicht mehr zurückbekommen. Und es wäre schade, wenn es uns nicht gelingen würde, das Know-how zu nutzen für die Sicherheit der Schweiz. Für uns ist jetzt einfach relevant, welche Komponenten, welche Bestandteile von so einem ganzen System Drohnen wollen wir jetzt in der Schweiz verfügbar haben, und zwar immer verfügbar haben. Wir haben dieses Jahr schon die ersten Drohnenpiloten ausbilden, aber alles versuchsweise, alles in einem Pilotversuch, auch alles zum Erfahrung sammeln. Das ist ein Projekt, wir entwickeln etwas, das neu ist, das Neuigkeitswert hat. Das braucht Zeit. Im Moment ist der Zeitpunkt für die Einführung Ende 2027. Das heisst, für mich ist jetzt das, was wir jetzt machen, eigentlich der erste Schritt, um Erfahrungen zu sammeln, der aber viel weiter und viel breiter sein soll, wie das, was jetzt angefangen ist. Also wir haben deutlich gesehen, dass die Investitionen europaweit, weltweit in die Drohnentechnologien angestiegen sind und wir brauchen die Taskforce Drohnen, respektive das Engagement in diesem Feld jetzt, für das wir nicht komplett den Anschluss verlieren, weil bis jetzt ist die Schweiz eigentlich relativ weit vorne gewesen in dieser Technologie und ein wichtiger Player in diesem Feld.